Auf der Erde gibt es 30.000 verschiedene Arten von Wildbienen. Hier in Deutschland sind es ca. 500 und die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Warum das uns alle was angeht, ist ganz einfach. Eine Wildbiene bestäubt am Tag bis zu 5.000 Blüten. Werden Blüten nicht mehr bestäubt, können sie keine Früchte und Samen mehr entwickeln. Damit sterben also nicht nur die Bienenarten aus, sondern auch ganze Pflanzenarten. Vom Aufstellen eines einfachen Bienenhauses profitiert jeder Gartenbesitzer, denn umso mehr Bienenarten herumschwirren, desto häufiger wird jede Blüte bestäubt und desto größer werden die Früchte. Das Insektenhotel bietet den Wildbienen eine sichere Brutmöglichkeit, in der die Larven überwintern und schließlich schlüpfen können. Wildbienen unterscheiden sich von Honigbienen. Sie produzieren keinen Honig und leben allein. Sie leben nur dafür, im Frühling ihre Brut aufzuziehen und bestäuben dabei viele Blüten. Zum Brüten benutzen einige Wildbienenarten kleine Brutröhrchen. Sie legen Eier hinein und sammeln Pollen und Nektar, die sie auch in die Röhrchen legen. Mit Lehm machen sie dann ein Türchen davor und wiederholen den Prozess, bis das ganze Rohr gefüllt ist. Dabei entstehen viele kleine Brutkämmerchen, die durch die Lehmwände getrennt sind. Dann im Frühling verlassen die fertig entwickelten Bienen ihre Röhrchen und das Ganze geht wieder von vorne los. Habt ihr jetzt auch Lust auf ein Bienenhotel bekommen? Dann schaut doch mal in unserem Online-Shop vorbei. Dort haben wir eine große Auswahl an Bienenhäusern und Insektenhotels. Es gibt nämlich noch einige andere Insekten, die super nützlich für unsere Pflanzen sind und in den kleinen Häuschen nisten oder überwintern.